Du hast jede Menge Programme auf dem PC und jedes braucht Updates. Aber Winget ist zu kompliziert, manuelles Suchen zu langsam und die Windows Store Updates, von denen sprechen wir erst gar nicht. Was, wenn ich dir sage, dass du alle Programme mit 2 Klicks aktualisieren kannst, ohne Kommandozeile und ohne Zeitverlust? Das geht mit der ultimativen Lösung UniGet UI, das Tool, das alle Einstellungen verständlich macht und deine Software-Updates zum Kinderspiel. Somit bleiben auch lang unbenutzte Programme up-to-date und sind jederzeit startbereit. UniGet UI ist die grafische Oberfläche für den Windows Package Manager, die alle Komplexität verbirgt. Somit ist keine Kommandozeile nötig, alles per Mausklick, alle Quellen verbunden, sei es GitHub, Microsoft Store oder auch Webseiten und Echtzeit-Updates, keine manuellen Suchen mehr. Das Beste, es ist kostenlos und Open Source. Du installierst es einmal und vergisst es nie wieder. Und laut der offiziellen Beschreibung ist es die grafische Benutzeroberfläche für deine Paketmanager oder auch Paketmanager, der deine Paketmanager managt. Das lasse ich mal so stehen und wir legen los. Nach dem Herunterladen von der offiziellen GitHub-Seite und dem Installieren öffnen wir das Programm als Administrator. Wir sehen hier 3 Hauptbereiche: Paket suchen, Software-Updates und installierte Pakete. Paketbündel lassen wir jetzt hier einmal aus. Wenn wir uns dann auf Software-Updates begeben, sehen wir schon 27 Updates könnten gemacht werden und somit könnten wir mit 2 Klicks einfach alle updaten, indem wir alles auswählen und Auswahl aktualisieren drücken. Wir werden uns aber zuerst noch etwas umsehen. Hier sehen wir die aktuelle und neue Version, die es zu herunterladen gibt und die Quellenangaben, von wo es heruntergeladen wird. Bamboo Studio habe ich währenddessen das UniGet offen war manuell ein Update gemacht. Das wird beim Aktualisieren erkannt und verschwindet einfach aus der Liste. Als nächstes wähle ich hier einfach mal Affinity und 7-Zip aus. Sonst lassen wir den Rest einfach mal noch offen, aktualisieren diese und der Download- und Installationsvorgang beginnt. Im Moment sehen wir, dass es hier eine Warteschlange gibt, dass es eins nach dem anderen abarbeitet. Dies kann aber in den Einstellungen geändert werden. Und während des laufenden Prozesses können wir einfach zusätzliche Programme auswählen, die wir auch noch updaten möchten. Und sie werden einfach unten in den Positionen angereiht. Es gibt auch noch diverse Symbole und Optionen. 7-Zip wird zum Beispiel hier als Administrator installiert. Eines der besten Sachen sind die Paketdetails. Hier sehen wir alles von der Homepage bis zum Herausgeber und der Lizenz und auch rechts unten sehen wir die Versionshinweise, was sich alles geändert hat mit diesem Update. Und das alles zentral in einem Programm. Und währenddessen, dass der Update-Vorgang dieser Programme läuft, können wir uns natürlich auch unsere anderen Optionen ansehen, denn wir können nicht nur Updates installieren, wir sehen auch noch unsere ganzen installierten Programme. Auf diesem Rechner sind es ziemlich viele Programme und wie ihr schon gesehen habt, es sind violette kleine Pfeile bei dem einen oder anderen Programm. Das heißt, es gibt eine neue Version. Und auf der rechten Seite sehen wir wiederum die Quellen. Wir können nicht nur installieren und updaten, wir können auch deinstallieren. Dazu suchen wir unsere Programme einfach aus der Liste aus, die wir gerne deinstallieren möchten. Und nachdem wir auf Auswahl deinstalliert gedrückt haben, kommen wir noch eine kurze Nachricht, welche Pakete deinstalliert werden sollen. Wenn wir nach unten auf die Programme klicken, sehen wir noch eine Live-Ausgabe, was in dem Deinstallationsprozess gerade passiert. Dann haben wir noch die Paketsuche. Hier können wir direkt Programme suchen, ohne auf irgendwelche Webseiten zu gehen. Hier geben wir zum Beispiel Videolan, das heißt einen VLC-Player, und wir haben ihn schon installiert, deshalb auch hier wieder der violette Pfeil, dass ein Update verfügbar wäre über Winget. Also hier können wir wirklich allerlei Programme suchen, selbst Microsoft-Programme. Zum Beispiel Teams sehen wir hier alle möglichen Dinge, die mit Teams zu tun haben. Um das Ganze zu spezifizieren, geben wir einfach davor noch Microsoft ein und dann können wir das Ganze ein bisschen kürzen. Wenn wir das gewünschte Programm gefunden haben,
können wir einfach auswählen und die Auswahl installieren. Mache ich hier nicht, ich brauche kein Teams. Deshalb wieder weg. Und wenn wir zum Beispiel WinRAR suchen, dann können wir auch hier, bevor wir die Pakete installieren, die Quelle ansehen. Okay, woher wird es heruntergeladen? Und wir können aber auch mit einem Rechtsklick in die Paketdetails gehen und uns das Ganze noch genauer ansehen. Und dort haben wir dann wirklich wieder alle Informationen, die wir benötigen, ohne dass wir auf irgendeine Webseite gegangen sind. So haben wir wirklich alle 3 großen Sachen abgehakt. Einmal die Software suchen, die Software updaten und auch Software deinstallieren und das alles aus einem Programm. Was bleibt uns also noch am Schluss? Die Einstellungen, genau. Hier können wir natürlich vom Farbschema bis zur Sprache alles ändern. Bei den Administratorenrechten und den anderen riskanten Einstellungen muss natürlich zuerst gut durchgelesen werden, ob wir das aktiviert oder deaktiviert haben möchten. Das kann natürlich jeder individuell für sich selbst mit Vorsicht einstellen. Wie vorher schon kurz erklärt, können wir hier dann auch einstellen, dass wir mehrere Pakete gleichzeitig updaten können und nicht eines nach dem anderen abarbeiten müssen. Das ist natürlich sinnvoll, wenn ihr genug Bandbreite zur Verfügung habt und euer Rechner genug Power hat, um alles gleichzeitig abzuhandeln. Das spart euch natürlich noch mehr Zeit. Hier können wir auch nach dem Löschen der Desktop-Verknüpfungen fragen während der Installation oder wenn das Update abgeschlossen ist. Somit können wir verhindern, dass hier wieder neue Desktop-Symbole hinzugefügt werden, wenn wir das nicht wollen. Die jeweiligen Desktop-Symbole auswählen und dann auf Speichern und Schließen. Es gibt natürlich auch viele weitere Einstellungen, wie die Paketsicherung zum Beispiel, um automatisch eine Liste von installierten Paketen zu speichern oder sie wiederherzustellen. Und über die Option Paketmanager-Einstellungen lassen sich die Quellen aktivieren oder deaktivieren, von denen wir unsere Programme beziehen möchten. Es kann passieren, dass wenn ihr die Abarbeitungsliste auf 10, 20 oder 30 gestellt habt, dass das alles gleichzeitig läuft, ihr eventuell auch mal einen Connection-Fehler bekommt. Dazu einfach draufklicken, um die Details zu sehen und erneut versuchen und dann funktioniert es auch. Genauso wie beim Deinstallieren haben wir auch beim Installieren eine Live-Ausgabe und können nachvollziehen, was genau passiert. Deine Programme sind nun immer up-to-date. Willst auch du immer up-to-date sein, was auf diesem Kanal passiert? Dann gib dem Video einen Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.